Das ist der letzte TÜV-Prüfer. Ich habe jetzt auch aufgehört, Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Karosserieteile oder was. Jetzt wird gebohrt und geflext und hantiert. Ich bin also ein kleiner Schädelfreak. Hallo, ich bin Melko. Fall hier ein bisschen auf, weil ich ein etwas skurriles Fahrzeug fahre und aufgebaut habe. Ja, und das will ich euch heute mal vorstellen. Tja, wie ihr seht, Mercedes Sprinter, Allrad, 515, wen das Technische interessiert. Irgendwo Baujahr 2010. Und den habe ich vor 4 Jahren, glaube ich, gekauft. Da war er noch weiß und ein Werkstattwagen. Das ist so eine Leidenschaft von mir, Wohnmobile aufzubauen. Wie viel hast du schon aufgebaut? Das ist jetzt der 12. Ja. Bisher war es immer so, dass ich die maximal 2 Jahre gefahren habe. Und dann ist mir wieder was eingefallen. Oder schon während der Bauzeit habe ich gemerkt, lasse ich jetzt ein bisschen voran, falsche Richtung, war doch nicht so schön. Aber mit dem bin ich jetzt recht zufrieden und habe jetzt auch aufgehört, Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Karosserieteile oder was. Jetzt wird gebohrt und geflext und hantiert. Den werde ich wahrscheinlich behalten, weil ich mich einfach drin wohlfühle. Ja, das ist genau mein Ding. Ja, mir gefällt es. Scheinbar auch einigen anderen, manchen auch nicht. Klar, es ist wie immer. Stößt auch auf Abscheu und Ablehnung. Aber das ist mir eigentlich egal, weil wie gesagt, ich lebe drin und ich muss mich wohlfühlen. Aber die Resonanz hier auf dem Treffen ist durchaus positiv. Ich habe den ganzen Tag nette Gespräche. Was sagen denn die Leute Negatives über den Bus, sag mal? Ja, es ist zu gruselig, zu militant, fragen mich, ob ich Satanist bin, Geisterbahn und solche Argumente kommen dann, wo ich immer schmunzeln muss. Und oftmals kommt, für mich sieht das aus wie Mad Max. Ich sage ja, für mich auch. Ja, das ist klar, ist ja nicht zu leugnen, aber ich habe den nicht gebaut, um ein Mad Max Auto zu bauen oder will Mad Max spielen oder so verschiedene Steampunk oder was da so angedichtet wird. Das soll jeder seine Schublade finden für das Auto. Das ist einfach mein Auto, Melko Sven und fertig. Bist du auf das Ende der Welt vorbereitet mit dem Auto? Mental auf jeden Fall, weil Auto werden wir dann nicht mehr brauchen. Aber ich komme schon ein paar Monate hin mit dem. Man macht sich schon Gedanken, ist ja klar. Man darf auch nicht vergessen, das jetzt zu genießen. Wer ist das? Ich habe auch nicht das Rad neu erfunden. Das ist der letzte TÜV-Prüfer. Ja, ich bin freundlich, aber ich brauche halt meinen TÜV. Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich habe hinten ein Querbett, weil ich recht klein bin. Und das kann ich ausziehen zum Doppelbett. Und ansonsten Schwerlastauszüge, wo mein ganzer Krimskrams drin ist. Man sieht ja hier Schweißgerät und Motorsägen. Und alles, was ich so hoffe, nicht zu brauchen. Aber wenn ich es brauche, dass ich es am Hand habe. Wie gesagt, ich habe da nichts neu erfunden. Ich bin so ein kleiner Sicherheitsfetischist, deswegen auch hier eine komplette Rettungssanitäterausrüstung. Wo wir auch schon einige Male Leuten helfen konnten. Das ist wie mit meinem Equipment und dem Werkzeug. Ich selbst habe es zum Glück noch nie gebraucht. Aber bei vielen Veranstaltungen, die wissen schon, oh, wenn es ein Problem gibt, wir gucken mal bei Melko. Und du bist der hat da vielleicht was bisschen. Ja, so, und da kann man eines machen. Und auf vielen Veranstaltungen hast du Ärzte und Intensivschwestern alles rumrennen und manchmal auch rumliegen. Und denen fehlt einfach das Equipment. Und ich habe gesagt, dann habe ich doch ein bisschen mehr mit, als ich selber verwenden darf. Aber es ist da. Was ist das hier? Ist das richtiges Leder? Oder? Das ist Kunstleder. Das habe ich bezogen, habe den ja selber ausgebaut und gedämmt. Und recht dick gedämmt. Und wollte aber so meinen Stil durchziehen. Ich versuche da ich mache mir vorher einen Plan, in welche Richtung geht es. Habe dann mehr auf dem Papier erstmal zu tun wie mit Metall. Und dann versuche ich das aber auch recht zügig und geradlinig umzusetzen. Einiges ergibt sich beim Ausbau, aber so die grobe Linie ist eigentlich fest. Wirst du dann sehen, das setzt sich auch im Inneren fort von den Materialien her. Ich verbinde immer Deko und wirklich Nützliches. Also hier zum Beispiel, ich mache gerne Feuershow und so weiter. Da habe ich jetzt mein ganzes Feuerzeug drin, die sind luftdicht, das zieht keine Feuchtigkeit, das stinkt drinnen nicht nach Öl. Oder hier ist mein ganzes Vorzeltzubehör. Die Campingstühle passen millimetergenau in diese Granatenkartuschen, die ich auf der anderen Seite habe. So versuche ich das immer, dass es vom Stil her passt, aber mir auch einen Nutzen bringt und nicht einfach bloß blanke Deko ist. Das Beste ist, wir schauen mal rein, weil das Innere ist nicht nur Kern des Ganzen, sondern auch das, was ich eigentlich am liebsten nach innen ausbaue. So, ich setze mich, dann nehme ich nicht das Licht weg. Ja, wie habe ich irgendwann mal so schön gesagt, innen ein ganz normaler Van. Ja, hat halt Hängeschränke, hat ein Bett. Seit einem Jahr in Ofen, über den ich mich sehr gefreut habe, dass ich ihn eingebaut habe, weil er mit diesem Winter wollige Wärme gespendet hat. Kann man da ja, natürlich reingucken? Das ist meine Wasserversorgung. So.
Ich habe das immer so gemacht, dass ich mit jedem Kanister, wenn der zu leer ist, hänge ich den zweiten an und fahre mit dem an die, wie gesagt, irgendwo Mercadona, Carrefour und hole mir neues Wasser. Ich habe dann noch 2 Reserve drin, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe. Hier noch eine Auspumpe, um das ganze System lahmzulegen. Und was ich ganz wichtig finde, was ich empfehlen kann, ist so ein kleiner Drucktank, kostet ein paar Pfenge. Aber ich habe immer kontinuierlichen Wasserstrom. Ich merke dieses An- und Ausschalten der Pumpe nicht, das spritzt nicht. Und ja, Außendusche ist dabei. Ja, noch ein Filter ist oben drin eingebaut von einem Hahn, dass ich gefiltertes Wasser habe. Und ein Geruchsverschluss für die Spüle, so ein Mini. Ja. Weil es stinkt trotzdem schon nach dem ersten Tag. Jo, das mache ich auf und hänge das oben ein. Wie drüben. Drüben ist ja auf, dass ich Licht reinkriege. Ah, ja. Das ist die Original Mercedes-Scheibe. Das hat mich aber gestört, dieser große schwarze Fleck. Und da habe ich Scheibenfolie drauf gemacht, lackiert. Und das ist von einer alten Werbetafel. Diese dicken Kunststofftafeln, Werbeschild, habe ich mir Streifen geschnitten, draufgeklebt. Und ja, nicht vergessen zuzumachen, dass die während der Fahrt nicht aufgehen. Das ist PE-Rohr von einer Fußbodenheizung. Einfach unter einer alten Presse mit Heißluftföhn weich gemacht, gepresst und Neodynmagnete. Die Veranstaltung heißt ja hier auch Anders Camper und ich glaube, da passe ich recht gut rein. Ja, würde ich auch sagen. Obwohl meine Botschaft, die ich immer versuche zu verbreiten, wenn ich auf Stellplätze komme, ich werde oftmals, wollen mir Menschen huldigen, sage ich jetzt mal so, indem sie andere Wohnmobile schlecht machen. Joghurtbecher, Weißware, irgend sowas. Und dann breche ich immer gleich ab. Ich sage, Leute, freuen wir uns doch daran, was uns verbindet, als immer zu suchen, was uns trennt. Ja. Ob ich jetzt in einer 100.000 oder 300.000 Euro Concorde bin, die kochen auf ihrem Gasherd und wollen die Vögel zwitschern hören, genießen früh, dass sie mitten in der Natur stehen, oder ob das irgendein abgefragter 500er Fiat ist mit einem Dachzelt, ist völlig egal. Auf den Menschen kommt es aber noch nicht auf das, womit er fährt. Und das ist so ein bisschen immer meine Botschaft. Und meine große Botschaft, man sieht es auch hier an den Flyern, überall wo ich bin, versuche ich Werbung zu machen für Trockentrenntoiletten. Sehr schön. Ich mag nicht das Gerede von dem Spaten, weil es gibt Ecken, da funktioniert der Spaten einfach nicht. Und selbst wenn er funktioniert, die Hunde buddeln es wieder aus oder das finde ich schlimm, weil das macht auch das Leben. Ich lebe ja ständig, bin immer unterwegs und es macht es einfach schwer, schöne Plätze zu finden, wenn die so hinterlassen werden, dass die Anwohner und die Nächsten sich dann halt drüber aufregen und irgendwann darfst du nirgendwo mehr stehen. Mhm. Das sind so die Sachen. Uns über die Gemeinsamkeiten freuen und Leute, baut euch eine Trockentrenntoilette ein. Das ist so die Botschaft, die ich verbreite, ohne missionarisch wirken zu wollen. Alte Möbel eingebaut, aber innen drin recht modern. Wo hast du die her, die Möbel? Vom Flohmarkt oder von der Oma? Oder? Ja, die sind wirklich noch von der Oma meiner Liebsten. Die standen ewig auf dem Boden rum und dann habe ich gefragt, kann ich sie nicht kriegen? Und das sind einfach 2 Kommoden und die Einzelteile hat alles noch die Fronten, den Korpus, das ist alles Pappelsperrholz, also zugeschnitten auf das Fahrzeug und dann versucht, die Platten und die Fronten anzupassen. Das sind ja dann trotzdem drin Schwerlastauszüge, wo ich meine Kühlbox habe, eine 45 Liter Trockentrenntoilette. Klar, Backofen, praktisch nur getarnt mit diesen alten Möbeln. Also da ist der Backofen drin und die Toilette? Ich habe dort einen Backofen. Ah. Die Toilette ist hier, die kann ich dir kurz zeigen. Das siehst du von vorn vielleicht besser, aber das ist meine Trockentrenntoilette. Und gleich davor, ich kann praktisch beim Toilettengang mir was aus dem Kühlschrank holen. Nee, geht nicht. Kaltes Bier. Genau, kaltes Bier. Praktisch die so zum Einrasten mit einem kleinen Magnet. Fertig. Dass ich ran kann, ohne dass mir die Decke immer auf der Hand fällt. Ja. So ein kleiner Backofen. Weil ich doch gern mal mir ein überbackenes Brötchen mache oder eine Pizza oder sowas. Und ja, ansonsten Standard, wie gesagt, ich muss ja nichts neu erfinden, was es alles schon gibt. Und Gasdurchlauferhitzer, Druckausgleichstank, normale Druckpumpe. Hinten die Klamotten, vorne alles, was ich so zum Kochen brauche. Super schöne Sachen, was die alten Möbel so mit sich bringen. Hast du noch meine Arbeitsplatte. Und da das Auto ein 5-Tonner ist, stört auch so ein Stück Marmor nicht. Ich glaube, das teuerste und der größte Luxus, was ich mir gegönnt habe, sind hier vorne diese Scheibenjalousien. Weil das hat mich gestört, dass das immer nass ist und ich will halt doch manchmal meine Ruhe haben. Und diese Saugnapflösung hat mir nicht gefallen. Hatte ich am Anfang, dann hast du die nassen Dinger immer, die du irgendwo verstauen musst. Und dann habe ich mal gespart und habe dann, und das ist nobel. Ja.
Ja, das fällt ein bisschen aus der Reihe, stimmt. Ja. Aber Nee, ist diesen Winter auch, wenn ich diesmal so ein paar trübe Tage in Andalusien habe im Winter, dann werde ich das umgestalten. ein bisschen anmalen. Ich will die ganze, das alles was Plastik ist, soll aussehen wie abgeplatzte Farbe. So Krakeliereffekt. Da mache ich Leim unten drunter, dann Acrylfarbe und dann Heißluftpistole und dann blättert das ab. Und die Plissés, die werde ich irgendwie schön anmalen. Da muss ich aber sehen, ich habe die von außen schon braun lackiert und wenn die Sonne jetzt richtig drauf knallt und die sind zu lang zu, dann verkleben die. Habe ich nicht weit genug gedacht oder falsche Farbe genommen. Nobody is perfect. Neu ist der Ofen, oder? Der Ofen ja im Herbst eingebaut. Ich hatte bisher die Dusche hier drin. Habe ich dreimal genutzt in den letzten 3 Jahren. Weil ich selbst als ich im Krankenhaus in Leipzig in der Herzklinik war, habe ich hier draußen auf dem Parkplatz da draußen geduscht. Muss nicht jeder hingucken, oder? Auch wenn ich keinen Adoniskörper habe, aber Gott, wenn es halt jemand sieht, dann sieht er mich. Aber ich bin kein Exhibitionist, aber ich finde immer eine ungestörte Ecke zum Duschen. Deswegen der Ofen 10-mal besser wie die Dusche. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden. Die ersten 2-3 Monate bin ich jedes Mal mit einer Leiter aufs Dach und habe dort ein Stück Ofenrohr drauf gesteckt. Und jetzt habe ich einfach hier ein Stück Ofenrohr liegen, schiebe das obere Teil raus, stecke das und problemlos. Ja. Auch wenn da zum Schluss noch ein bisschen Glut drin ist, wenn ich fahre. Ist eigentlich vom Zug her reicht, aber ich will meine Solarzellen schützen, die auf dem Dach sind. Ich habe 560 Watt Solar auf dem Dach und ja, da komme ich auch gut hin. Bisher hatte ich ja diese Planarheizung mir unter den Beifahrersitz gebastelt. Aber mich hat an dieses Rauschen von der Heizung gestört. Immer dieses Rauschen. Und früher wollte ich auch nicht. Aber jetzt habe ich das Knistern vom Holz und ja, wunderbar. Die beste Idee, die ich letztes Jahr hatte. Abluft über dem Herd beim Fischbraten oder so. Aber das ist im Wohnmobil eh nicht das Problem. Jetzt wie in einer kleinen Einzimmerwohnung. So, hier ist immer Durchzug und immer alles auf oder so viel wie möglich auf. Und was auch eine gute Idee war, wenn es vielleicht zum Nachmachen interessiert. Ich habe hinten 2 kleine Bullaugen eingebaut, links und rechts, die zum Öffnen sind, noch nachträglich, auch letztes Jahr. Und die bringen so unheimlich viel fürs Raumklima, Frischluft im Sommer. Ich habe immer diesen Durchzug von links nach rechts durch. Perfekt. Also wirklich auch, wenn die Sonne richtig drückt. Das Dach doppelt 2x19 mm Armaflex drin. Ja. Aber letztendlich heizt sich trotzdem irgendwann auf, egal was ich an den Wänden habe. Aber die kleinen Fenster kann ich nur empfehlen. Ich bin dankbar für Momente. Ich könnte manchmal heulen vor Freude, wenn ich einfach mit dem Fahrrad in den Sonnenaufgang fahre. Oder im strömenden Regen mit dem Fahrrad durch ein Feld fahre, klitschnass und schlammig bin. Weil da merke ich, dass ich lebe. Da sage ich immer, das ist so ein Stück Glück. Glück, sage ich immer, Verantwortungslosigkeit. Und zwar nicht jetzt nicht im egoistischen Sinne, jetzt unsozial oder irgendwas, aber Verantwortungslosigkeit, was uns so von oben auferlegt wird, jetzt nicht von der Obrigkeit, sondern Besitz oder Verpflichtungen, sowas. Das ist die Verantwortung, in die man sich selbst nimmt. Und davon frei zu sein, da spüre ich Glück. So, wenn ich jemand sagt, du, ich komme, aber nicht, ich komme um 9, dann wartet er, ich habe Druck, dass ich um 9 da bin. Aber so, wenn man einfach sagt, ja, wir treffen uns und dann freut man sich, dass man sich trifft. Ohne diesen Druck. Selbst das habe ich eine Verantwortung dafür. Oder mein Hund ist gestorben, ja, und viele fragen, warum hast du nicht wieder einen Hund? Weil ich Verantwortung habe für den Hund. Und nicht weiß, wie nimmt der Hund auf? Veranstaltungen, viele Menschen, Autos. Und das will ich nicht mehr. Und wenn ich das schaffe, ich will mich so viel wie möglich aus der Verantwortung herausnehmen, aus so künstlicher. Und das ist, wenn ich das schaffe, je mehr ich das schaffe, glaube ich, umso glücklicher bin ich. Ja, der Lackaufbau ist ziemlich einfach. Es gibt das ja als fertige Variante. Das war mir einerseits zu teuer und zweitens auch zu einfach, sodass ich versucht habe, das mit Farbe darzustellen, den Rost. Das ist erstmal abgeschliffen, der normale Lack, entfettet, dann eine Grundierung drauf, Rostschutzlack. Brando Corox, um hier Werbung zu machen, finde ich sehr gut. Und dann sind es verschiedene Schichten Acryllack. Schokobraun, Nussbraun, Sepiabraun und ganz zum Schluss, das ist dann dieser Effekt Orange. Und in der einen Hand lackierst du orange, wasserlöslichen Lack und in der anderen Hand hast du eine Sprühflasche Wasser und dann machst du den Lack so dünn, dass er anfängt runterzulaufen. Und so kriegst du diesen Effekt des verlaufenden Rostes. Fertig. Das ist natürlich dann mit einem kleinen Pinsel, jeder einzelne, diese 3000 Nieten, so eine kleine Nase dann gezaubert. Das ist auch von Hand dann mit einem Pinsel reingemacht und dann noch mal ein bisschen Wasser, dass es runterläuft. Und dieser Effekt, das ist ja Kunststoff, das ist ja das Original Glas,
ist dann einfach eine ganz dicke Leimemulsion und ganz feinen Eisenstaub drauf gepulvert. Dann hast du diesen Effekt. Und an solchen Stellen, wo der Lack abplatzt, habe ich unten drunter etwas Silikonspray ganz fein gemacht. Und dann tut sich eine Schicht des Lacks das auf dem Silikon wieder ablösen. Und dann kriegst du so einen möglichst authentischen Effekt. Wie lange hast du daran gebaut insgesamt? Vom Kauf bis zum Start nach Spanien ungefähr 6 Monate. Nicht ganz. Die ersten 3 Wochen Planung, versuchen, ob ich unter 3,5 Tonnen komme. Was ich aber dann ganz schnell aufgegeben habe, weil der hatte leer schon 2,8 Tonnen. Ja, aber der Ausbau halt jeden Tag von früh bis Abend. Also ich bin dann dran geblieben. Wollte ich gerade fragen, nur am Wochenende oder jeden Tag? Nee, jeden 6 Tag, Monate. jeden Tag. Und ja, einiges geht halt schon schneller von der Hand, als wenn ich das erste, zweite oder dritte Mal ausbaue. Aber es gibt halt doch sehr viele Arbeiten, die halt lange aufhalten. Gefummel, Gefriemel. Teilweise musst du warten, weil du dann doch ein paar Teile noch nicht hast und dir irgendwo besorgen musst. Und ich habe den hier auf der grünen Wiese ausgebaut, im Garten. Und jedes Mal, wenn dir was runtergefallen ist, hast du im Gras nach der Schraube gesucht und so. Das war. Einige haben sich aufgeregt, ich darf doch dieses Auto nicht lackieren in der Natur. Wenn ich mich rechtfertigen müsste, würde ich sagen, ja, ich habe aber warsellösischen Lack genommen. Freiheit bedeutet nicht zu wissen, welcher Wochentag ist. Freiheit bedeutet, keine Uhr zu haben. Freiheit macht man sich selbst. Freiheit ist im Kopf. Ich wünsche dir eine wirklich schöne und erfolgreiche und glückliche Reise. Danke dir. Nee, schön. Ich freue mich.